Herzlich willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Phänomen Anastasia, die Buchserie von Wladimir Maigret, ist eine lebendige Serie, mit der wir eine Arbeitsgrundlage haben. Aber wie finde ich mich in den 10 Bänden zurecht? Wie kann ich zum Beispiel in den 10 Bänden alle Aussagen zur Kindererziehung finden? Hier hat sich ein kluger Kopf Gedanken gemacht. Ja, aber nicht nur Gedanken, er hat auch gleich in mühevoller, aber auch liebevoller Kleinarbeit einen gesamten Index erarbeitet. Wie dieser Index entstanden ist, erzählt uns unser heutiger Gast. Geehrte Zuschauer, herzlich willkommen. Phänomen Anastasia, eine Sondersendung zu den Anastasia-Index. Der Autor sitzt neben mir, Herr Konstantin Kirsch. Hallo, Herr Kirsch. Hallo, Herr Jungwirth. Herr Kirsch, wie sind Sie auf die Idee gekommen, für die 10 Bände Anastasia einen Index zu kreieren? Ja, es war zuerst das Lesen der Buchserie und als ich im Frühling 2007, also jetzt 8 Jahre her, die Buchserie gelesen hatte, war ich sehr berührt in mir und hatte so gespürt, also eine Riesenfreude, einen Schatz des Wissens oder auch eine Anleitung, was wir wirklich Gutes für die Erde tun können, in Händen zu halten. Und gleichzeitig spürte ich Traurigkeit bis hin zur Verzweiflung, weil wenn ich jetzt eine Geschichte wiederfinden will oder eine besondere kernige Aussage, ich lese diese gesamte Buchserie nicht nochmal durch. Das ist mir viel zu viel Stoff. Es gibt bei jedem Band zu Beginn eine Liste der Kapitelüberschriften, aber es gab bei keinem Buch hinten ein Stichwortverzeichnis, um mal nachschlagen zu können, wo denn was wiederzufinden ist. Und da habe ich so gedacht, Mensch, das müsste es doch eigentlich geben, dass man da was an Notizen macht. Also ich habe beobachtet, dass ich mit so einem kleinen gelben Zettelchen reingeklebt und Notizen, eine Liste angefangen habe. Ich habe gedacht, das wird mir viel zu groß. Ich würde mich gerne in diesen Büchern besser wieder zurechtfinden können, um es wirklich auch zum Alltag machen zu können. Also ja, was hier rauskommt, ist ja so, dass es ja sicher wirklich um Arbeitsbücher eigentlich handelt. Also es handelt sich nicht also jetzt mal ganz brutal schnöde Bücher, die man einmal liest und dann legt man sie weg, sondern hier ist ja wirklich eine Anleitung dabei, wo man natürlich die bestimmten Punkte wieder finden muss. Ja. Also man kann es durchaus als eine nette Romanserie empfinden, einmal lesen und wegstellen, aber da hat man noch nicht mal 1% ausgeschöpft. Also es ist so dermaßen viel ganz Konkretes, was man wirklich im Leben umsetzen kann. Ganz konkrete Anregungen enthalten, wo es mich richtig angerufen hat, hallo, sowas wäre doch von Wert, richtig gut. Und ich sehe durchaus auch, dass es für andere Menschen von Wert ist, dass dieses Buch erhältlich ist. Aber ich habe es durchaus auch ganz simpel für mich gemacht, dass ich wollte einfach selber mich in der Buchserie zurechtfinden können. Das war so der allererste Anfang auf Papier. Ich mache mir so ein paar Notizen. Und dann habe ich dann beim Verlag angerufen, Govinda Verlag in der Schweiz, mit dieser Idee, wenn ich mir jetzt diese Mühe gerade mache, nur für mich so ein paar Notizen aufzuschreiben und von Verlagsseite wäre es vielleicht in Arbeit, dass für jeden Band ein Stichwortverzeichnis hergestellt wird, dann spare ich mir die Notizen und warte, bis diese neuen Auflagen erscheinen mit einem Stichwortverzeichnis. Dann hat er mir allerdings gesagt, dass das nicht geplant ist, aber er die Idee sehr gut findet. Und dann hatte er gemeint, naja, passend wäre aber doch, wenn es ein separates Buch gibt mit einem Stichwortverzeichnis, einem Index für die gesamte Buchserie. Und so habe ich im Prinzip aus einem inneren Bedürfnis plötzlich eine große Aufgabe geangelt, wie man so sagt. Und das hat mir das Gefühl wie kann ich sagen, eine Art Würde oder Ehre, dass ich sowas angeboten bekomme, war da. Gut, der Verleger hat auch gemerkt, weil ich ja schon seit 20 Jahren am Hektar gestalten bin, dass ich da auch viel Erfahrung mitbringe, also geerdet bin und nicht jetzt nur ein Schreibtischtäter, sondern wirklich auch ein Gärtner bin, dass es passend ist.
Und gleichzeitig habe ich so gedacht, das ist ein großes Werk, so ein Jahr Zeit wird es schon sicherlich brauchen. Ja, wussten Sie denn oder haben Sie denn kalkuliert? Mit einem Jahr haben Sie kalkuliert, wie lange hat es dann effektiv gedauert? Ja, es ist vor einem Jahr im Frühling rausgekommen, also von 2007 bis 2014 hat es gedauert, bis es dann fertig war. Ich habe dann noch einen Mitschöpfer für dieses Buch gefunden, den Herrn Lutz Rosemann, der für die technische Realisierung verantwortlich ist. Der hat eine entsprechende Software entwickelt, um Indexierung von mehrbändigen philosophischen Großwerken überhaupt machen zu können. Und er hat mir immer wieder gute Rückmeldungen gegeben, wie man dieses indexiert oder jenes. Wenn ich also einen Suchbegriff indexiere und dann am Ende kommt dann raus, dieser Suchbegriff ist 500 Mal im gesamten Werk enthalten. Dann muss man Untereinträge einstellen. Allerdings zu viele Untereinträge ist auch nicht gut. Pro Untereintrag vielleicht 1 bis 5 Ergebnisse, aber nicht pro Eintrag 10 oder 20 Ergebnisse. Und da habe ich dann immer mal wieder das neu bearbeitet und er hat dann das Ergebnis mir ausgedruckt, dann habe ich wieder die Überarbeitung gemacht. Dann gab es einen kleinen Dämpfer, aber eigentlich auch sehr schön. Band 10 ist dann herausgekommen, das gab es noch gar nicht 2007 in deutscher Sprache. Und dann habe ich das nochmal eingepflegt, das heißt ein Suchbegriff, was ich durch die gesamten Bücher bis 8.2 durchgearbeitet hatte, durfte ich dann nochmal durch 10 durcharbeiten. Und dann kam plötzlich die Mitteilung aus Russland, dass der Herr Maigret Band 1 bis 5 überarbeitet. Und dann habe ich es erstmal abgelegt, ein halbes Jahr gewartet, bis die Übersetzungen auch kamen und Band 1 hat auch sehr, sehr starke Veränderungen bekommen. Da wurden 2 Kapitel ergänzt, ein halbes Kapitel im Buch verschoben, auf jeder Seite 2, 3 Sätze geändert. Und dann habe ich erst nochmal quasi schauen müssen, wo hat sich denn was verändert und muss ich alle Veränderungen noch einpflegen. Und dann habe ich schlussendlich noch eine Tabelle verfasst, dass man, wenn man die älteren Ausgaben hat, mit diesem neuen Index auch umgehen kann. Das ist eine Umrechnungstabelle, zum Beispiel wie viele Seiten Minus oder Plus man rechnen muss, wenn man die Angabe vom Index auf die alten Bücher übertragen will. Ich glaube, da müssen Sie keine Angst haben, dass Ihnen das jemand nachmacht. Nein. Und ja, es ist jahrelange Arbeit gewesen. Ich habe bei dem Bearbeiten die Buchserie intensivst durchstudiert, logischerweise. Ich schätze mal mindestens 10 bis 20 Mal alles durchgearbeitet, Stück für Stück. Und ich beobachte auch jetzt bei dieser Fernsehserie, diese Interviews, es tauchen immer wieder Kapitel auf, wo ich das Gefühl habe, die habe ich noch nicht gelesen. Entweder habe ich sie nicht verstanden oder ich verstehe sie jetzt anders. Also es ist für mich diese gesamte Buchserie ein Meisterwerk, wo ich für mich weiß, ich kann das wahrscheinlich mein Leben lang immer wieder lesen und erkenne immer wieder neue Aspekte. Das ist ein lebender Prozess. Wir bewegen uns und somit verstehen wir natürlich bestimmte Dinge anders, das sehen die in einem anderen Licht, ganz normal. Das ist für mich die ganz große Herausforderung bei dem Index gewesen, wenn dort ein Begriff drin vorkommt in der Buchserie, was assoziiere ich damit und wie wird er indexiert? Es ist so, man kann reine technische Indexierung machen, das gibt es auch im Internet. Wenn man einen Begriff sucht, wird einfach gesucht, wo ist dieser Begriff. Jetzt habe ich aber bei diesem Buch einen thematischen Index gemacht. Das heißt, wenn auf einer Seite ein Suchbegriff nicht steht, aber das Thema beschrieben ist, wird diese Seite doch unter diesem Stichwort genannt, indexiert. Dass man, ein Beispiel, Kindererziehung, da kann alles Mögliche stehen, aber dieses eine Wort steht dort nicht. Aber wie man Kindern was beibringen kann, wie man lauschen kann, wie Kinder selber gerade was lernen, das hat ganz vieles mit Kindererziehung zu tun, aber der Begriff steht vielleicht nicht auf dieser Seite. Und deswegen ist das ein Bereich, das technisch auch nicht ersetzt werden kann. Das muss manuell gemacht werden über die Assoziation. Und ich habe mir die beste Mühe gemacht, auch viel Zeit genommen, es so gut zu machen, wie ich es mir vorstellen konnte. Allerdings merke ich, wie auch jetzt bei den Interviews, immer wieder neue Erkenntnisse tauchen auf. Der Index wird auch laufend ergänzt. Ich habe in dem Index auch eine Webseite von mir genannt, wo jeder Leser, der es mag, eine Anregung hineinschreiben kann als Kommentar und die überprüfe ich und dann veröffentliche ich die auch. Das gibt also auf meiner Webseite waldgartendorf.de gibt es eine Übersichtsliste der empfohlenen Ergänzungen zu dem Index. Wenn man also dieses Buch erstanden hat, kann man zum Beispiel mit einem Bleistift
dann noch ein paar zusätzliche Seitenempfehlungen mit eintragen. Und wenn wir dann eines Tages in eine neue Auflage gehen, wollen wir das auch einpflegen. Jetzt muss man ja sagen, diesen Index gibt es nur in deutscher Sprache, also in allen Sprachen, wo das Werk sozusagen aufgelegt wurde, hat nie jemand einen Index. Nicht, dass ich wüsste. Ja. Also ist schon was Besonderes, wo wir in Deutschland hier oder die Deutschsprachigen von Glück reden können, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, hier eine Indexierung. Ich sehe es auch als etwas typisch Deutsches. Diese Genauigkeit und Präzision, so die sagen, ich will mit etwas arbeiten. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, wo die Deutschen besonders geübt sind. Es gibt auch sehr viele technische Ingenieure. Jetzt gibt es eben hier auch in diesem Buchwerk, das mal genauer reinzuschauen. Jetzt die Herkunftsregion in Russland, da haben die Menschen, glaube ich, ein viel präziser ausgeprägtes Bauchgefühl. Die lesen das Ding und spüren in sich und haben das Bild und legen los. Und ich weiß nicht, ob der Markt dort genauso groß ist wie hier für diesen Index. Es wäre auch schwierig, das zu übersetzen. Man kann jetzt nicht einfach nur die Worte übersetzen, weil das ganze Thema Übersetzung von einer Sprache in die andere ist schwierig. Ich kann es mir allerdings vorstellen, wenn jemand die russische Serie auch indexieren will, dass dieses Buch ein sehr schöner Leitfaden ist. Man muss allerdings die Seitenzahlen, die Seitenumbrüche und die Begrifflichkeiten dementsprechend anpassen. Haben Sie eine Resonanz? Wie kommt es hier in Deutschland an? Also es sind einige Hunderte schon verkauft und von denen, die mir Rückmeldung gegeben haben, sind sie sehr dankbar. Und ist natürlich klar, die Zielgruppe sind nur die Buchserie haben und damit auch arbeiten. Ich weiß nicht, können Sie mal ein Beispiel nennen? Kindererziehung? Kindererziehung, das ist, davor ist der Begriff Kinder, danach ist der Begriff Kindergarten. Und Kindererziehung hat eine ganze Spalte Untereinträge. Zum Beispiel der erste heißt Abhandlungen über Kindererziehung, Band 3, Seite 174. Kindererziehung abseits der Eltern, Band 6, Seite 259. Dann Äußerungen Anastasias zum Thema Kindererziehung. Anastasia spricht über Kindererziehung. Dann Kindererziehung in anderen Kulturen, bei sich selbst beginnen. Kindererziehung bei sich selbst beginnen. Band 5, Seite 11, Band 6, Seite 15. Da kann man doch mal anfangen. Und so weiter. Alle große Kinder im Prinzip, ja. Und der letzte Punkt heißt dann Zweifel ausgeräumt beim Thema Kindererziehung, ist Band 3, Seite 165. Und so kann man dann seitenweise 23.000 Suchbegriffe. 23.000 Suchbegriffe. Genau. Oh ja, da wird eigentlich langweilig. Und zu Beginn sind auch noch die einzelnen Bücher mit ihren Kapiteln und einer Kurzbeschreibung. Das heißt, wer nur mit diesem Buch anfängt, kann überhaupt erstmal sehen, was gibt es für 10 Bücher mit einer ganz Kurzbeschreibung, die Kapiteln. Dann haben wir noch ein paar Listen über die Menschen, die dabei sind, über Tiere und Pflanzen und Orte. Dass man zum Beispiel sagt, da war doch irgendein Ort, wie hieß der noch? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und wenn man ihn nicht genau weiß, den Anfangsbuchstaben nicht weiß, dann kann man auch in dem Index nichts finden. Mhm. Und dann kann man diese wenigen Seiten der reinen Orteliste durchgehen, bis man merkt, so wurde er geschrieben. Jetzt kann ich mich an den Ortsnamen erinnern. Dann weiß man genau, wie er geschrieben wird. Und dann kann man auch nachschlagen. Sehr gut, sehr gut. Herr Kisch, ich bedanke mich für die Erklärung. Ich wünsche viel Erfolg für den Index. Und ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier diese Buchserie vorstellen zu können. Ja, wir hoffen ja, dass Herr Maigret noch mal ein Buch schreibt. Vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen was nachlegen. Also im Band 10 gibt es 2 kleine Hinweise, dass er wohl erwägt, noch weiter zu schreiben. Also an einer Stelle heißt es auch, diverse Aussagen von dem Großvater von Anastasia sind so tiefgründig oder auch weitreichend, dass er da gedenkt, noch dazu was zu schreiben. Ich bin gespannt, ich würde mich sehr freuen, da mehr zu erfahren. Und ich weiß, dass ich dann den Index wieder überarbeiten dürfte, dass das dann auch noch mit reinkommt. Ist auch schon, es wird nicht langweilig. Genau. Vielen Dank, Herr Kirsch. Liebe Zuschauer, bis gleich. Geehrte Zuschauer, der Anastasia Gesamtindex für die Bände 1 bis 10 ist ein unverzichtbares Hilfsmittel in Ihrer Hand, das es Ihnen ermöglicht, Anastasias Gedanken jederzeit nachzuschlagen und sie auf diese Weise mehr und mehr in den eigenen Alltag zu integrieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.waldgartendorf.de. Das war's für heute im Lebensforum Wohlstand mit unserer Serie Phänomen Anastasia. Bis zum nächsten Mal, wo es weitergeht mit Band 10, Anasta.